Die Webseite ist nicht erreichbar. flive.daijim.com. Das liegt daran, dass FlivePC in Taiwan offline gegangen ist. Ja, heute kurzes Video darüber, dass ein weiterer offizieller FlivePC-Server offline gegangen ist. Und naja, ich meine, wen wundert es? Das ist ein Dienst, wie in vielen Ländern, der vor Flive Universe online gegangen ist. Ich glaube, nach Flive Universe, correct me if I'm wrong, aber ich bin mir ziemlich sicher, nach Flive Universe hat kein neues Land mehr angefangen, FlivePC zu hosten. Und warum auch? Es gibt ja jetzt den neuen, attraktiveren, neuen Konkurrenten, kann man fast schon sagen, in der Stadt. Und entsprechend macht es wenig Sinn, jetzt noch Lizenzen für FlivePC zu kaufen. Da schießt man sich eigentlich nur ins eigene Bein, wenn man weiß, dass es ein Game ist, das mehr Updates erhält, aktueller ist und besser ist und whatever. Und anscheinend sind die Server am 11.06.2024 offline gegangen und am 1.07. wurden alle Social-Media-Kanäle vom Taiwan Flive, aka dem, also es gibt ja das chinesische Flive, was mit unserem Flive quasi gar nichts zu tun hat. Das ist ein komplett eigenes Spiel, kann man sagen. Das gibt's noch. Aber das hier war quasi FlivePC, so wie wir es in Deutschland haben, in Taiwan. Also im Endeffekt auch für China wahrscheinlich zugänglicher als die westlichen. Also wenn man in China das normale Flive in Anführungszeichen spielen wollte, hat man wahrscheinlich auch hier gespielt, könnte ich mir gut vorstellen. Aber ja, das ist quasi hier für diese Leute jetzt auch offline. Das ist schon ein paar Monate her. Boat hat mir das vor ein paar Tagen gesagt. Und ich habe es ehrlich gesagt nicht mitbekommen. Ich habe mich nur letztens schon mal gewundert, weil irgendwie ein Discord-Server gefehlt hat, weil ich habe so einen Flive-Discord-Ordner, wo alle Flive-Discords, auf denen ich drauf bin, drin sind. Und letztens kam es schon so ein bisschen spanisch vor, weil die Reihenfolge war anders, als ich sie gewohnt war. Und das lag daran, dass der Flive.daij-Discord tatsächlich gelöscht wurde. Also jetzt weiß ich auch, warum mir das so komisch vorkam. Und ja, die haben ihre Facebook-Seite gelöscht. Also das kannst du euch hier auch zeigen. Bei Google Daijim Flive, das sind die ganzen Ergebnisse. Hier, die hatten 6.200 Follower auf Facebook. Jetzt denkt ihr euch wahrscheinlich, oh, Facebook. Aber ja, Seite ist gelöscht, Discord ist gelöscht, alles gelöscht worden. Deswegen ist es auch unfassbar schwierig jetzt gewesen, hier überhaupt Informationen darüber zu erhalten. Weil diese Links oder diese Beiträge hier sind alles Verlinkungen auf die Flive-Website, ja, aber die existiert ja nicht mehr. Das heißt, man kann sich das gar nicht mehr durchlaufen, was so die letzten Monate durchlesen, was so die letzten Monate passiert ist. Aber es gibt zum Glück hier eine Webseite namens forum.gamer.com.taiwan. Ganz schön viele Punkte in einem Ding. Auf jeden Fall hier der Beitrag, der war natürlich nicht auf Deutsch, den habe ich übersetzen lassen, automatisch. Und das hier ist die Dream Fi-Fi Ankündigung des Betriebsendes. Also die Ankündigung kam tatsächlich schon im April, dass das Ganze beendet wird. Fairerweise sagen die meisten Developer oder Publisher schon rechtzeitig Bescheid, meistens ein paar Monate vorher. Ja, Leute, hier, es geht zu Ende. Ich meine, die Spieler merken das ja eigentlich selber irgendwann. Da kommt nicht mehr viel. Aber ja, also das ist immer ganz nett, dass sie es zumindest ein bisschen früher sagen, auf jeden Fall. Liebe Abenteurer, vielen Dank an alle Abenteurer für eure Liebe zu Daijim Flive im Endeffekt. Im Handumdrehen begleitet Daijim Flive die Abenteurer bereits im 3. Jahr. Wir haben gemeinsam viele unvergessliche Momente erlebt. Das heißt, es kam ein bisschen vor Flive Universe raus. Flive Universe ist ja noch nicht ganz 3 Jahre alt. Das ist jetzt tatsächlich schon über 3 Jahre gewesen oder war 3 Jahre alt. Und genau. Dank ihrer Unterstützung und Ermutigung haben wir die Motivation, weiterhin Fortschritte zu machen. Allerdings geht jede Reise zu Ende. Nach Rücksprache mit dem Originalhersteller, Gala, wir bedauern, Ihnen mitteilen zu müssen, dass Daijim Flive am 24. Juni 2024 Montag um 14 Uhr den Server abschalten und den Betrieb einstellen wird. Obwohl die Nachricht vom Ende herzzerreißend ist, werden wir dennoch unser Bestes geben, um allen Abenteurern die umfassendsten Folgedienste anzubieten. Wir freuen uns darauf, auch in Zukunft die Gelegenheit zu haben, allen Abenteurern zur Seite zu stehen. Lassen Sie uns diesen letzten Moment gemeinsam genießen und uns an die schönen Zeiten erinnern, die wir in Daijim Flive verbracht haben. Diese Reise wird für immer in unserem Herzen bleiben. Vielen Dank an alle Abenteurer für eure Kameradschaft und euer Verständnis. Ja, und hier haben wir die... die Übersetzung ist so geisteskrank. Fahrplan zum Betriebsende. Das hört sich an, als würden wir einfach alle sterben. 15.05. schließen Sie die Speicherwertübertragungsfunktion des Spiels. Ehrlich gesagt, keine Ahnung, was das heißt. Das ist halt übersetzt worden. Speicherwertübertragung des Spiels. Speicherübertragungsfunktion des Spiels. Ja, ehrlich gesagt, keine Ahnung. 24.06. schließen Sie den Spielserver. Und am 1.07. offizielle Website, Facebook-Gruppe und zugehörige Dienste, nämlich zum Beispiel Discord, wurden auch geschlossen bzw. gelöscht.
Genau. Alle Spieldaten im Spielverlauf und die zugehörigen elektromagnetischen Aufzeichnungen werden 1 Monat lang gespeichert. Das ist dann wahrscheinlich so persönliche Datenzeug. Und ja gut, der Rest ist jetzt für uns nicht so relevant. Da geht es nur um Guthaben und solche Sachen. Genau. Und ja, gibt nicht viele Kommentare dazu. Wie viele Kommentare sind es insgesamt? 5 von Dicker Tiger zum Beispiel. Und Jeong dominiert die Welt und spielen bis zum Tod B3. Wer kennt sie nicht? Legenden des Spiels. Aber ja, ich finde es trotzdem eine traurige Nachricht, aber ich meine, es war absehbar. Und vielleicht für euch zur Info, es ist ganz interessant, weil jetzt stellt man sich natürlich die Frage, wie viele Flive-Server gibt es denn überhaupt noch? Es gab nämlich in der Vergangenheit echt viele. Also es gab wirklich unfassbar viele Flive-Dienste, verschiedene Anbieter. Und ich hätte gesagt, wir gehen die einfach mal kurz durch. Nicht wirklich chronologisch, einfach nur so. Und ich sage euch, ob sie noch online sind oder nicht. Die Bilanz ist natürlich nicht sehr positiv. Also, wir haben natürlich das OG Flive in Korea. Das ist tatsächlich noch online. Die Website ist, by the way, auch gemoved worden. Früher war es flive.com. Jetzt ist es flive.com/kr. Weil wenn man flive.com eingibt, kommt man tatsächlich auf Flive Universe. Was ich, muss ich ehrlich zugeben, fast ein bisschen fies fand. Weil, wie gesagt, flive.com war immer koreanisches Flive und jetzt musst du halt extra dieses /kr reinmachen, was halt natürlich niemand macht. Man macht einfach flive.com. Ja, schon ein bisschen frech tatsächlich, aber gut. Dann das Chinese Flive ist noch online, aber das hat mit unserem Flive auch absolut nichts zu tun. Das ist ein komplett eigenständiges Spiel. Dann Taiwan Flive, also Daijim, ist offline. Das alte Taiwan Flive, weil es gab schon mal ein Taiwan Flive vor Daijim, ist offensichtlich auch offline. Das war von OMG. Thailändisches Flive, offline. US Flive ist noch online. Philippinisches Flive, alt und neu. Beides offline. Also in den Philippinen wurde Flive auch zweimal gelauncht. Beide offline. Deutsches Flive, noch online. Französisches Flive, online. Vietnamesisches Flive, offline. Jetzt wird's richtig bitter. Brasilianisches Flive, offline. Russisches Flive, offline. Spanisches Flive, offline. Japanisches Flive, OG und neu. Beide offline. Hongkong Flive, offline. Indonesisches Flive, offline. Südamerikanisches und spanisches Flive auch offline. Southeast Asia, aka Playpark, weil das war dann, also es war alt und neu, wie vorhin schon gesagt, bei Philippinen, aber südostasiatisches, also Playpark hat auch nochmal für Thailand, glaube ich, Server gemacht. Alles offline. Und dann gibt es natürlich noch den EU-Server, der ist noch online. Wer mitgerechnet hat, es gibt 5 Flives, die noch online sind und gut, die Offline habe ich jetzt tatsächlich nicht gezählt. Wesentlich mehr, die offline sind. Also man kann fast sagen, es sind eigentlich alle offline, außer die Gala selbst noch hostet. Und das ist eben, um es nochmal aufzulisten, also die noch online sind, sind Amerika, Deutschland, Frankreich, Korea und es gibt noch einen EU-Server. Also neben Deutschland und Frankreich gibt es noch zusätzlich einen EU-Server, den man ehrlich gesagt auch mal merchen könnte. Also man könnte wahrscheinlich den französischen, den deutschen und den EU-Server mal zusammen merchen. Eigentlich auch mit dem amerikanischen, ganz ehrlich, man könnte die eigentlich alle wahrscheinlich zusammen merchen. Dann hätte man zumindest nochmal einen richtig vollen Server. Aber das ist natürlich auch leichter gesagt als getan. Und viele wollen das dann auch wieder nicht und so. Ja, brauchen wir nicht drüber reden. Aber auf jeden Fall alles in allem eine ziemlich erschreckende Bilanz natürlich. Wir haben jetzt zwar 20 Jahre Jubiläum erst gefeiert von Flive. Aber ja, ich denke, es ist abzusehen, dass es keine weiteren 20 Jahre, zumindest mit Flive PC wahrscheinlich werden. Offensichtlich liegt bei Gala auch nicht mehr das Interesse. Und ich vermute jetzt einfach mal, dass hier bei Daijim das passiert ist, was jedem Spiel früher oder später passieren wird. Naja, die Einnahmen sind einfach nicht mehr da. Dann guckt man halt, was könnte man noch machen. Dann startet man wahrscheinlich verzweifelt ein paar Cash-Up-Aktionen, was man wahrscheinlich hier irgendwo hätte nachvollziehen können vielleicht. Also hier jetzt nicht mehr, da war ja schon Mai, da wurde ja schon das Ende angekündigt. Aber schon ein paar Monate davor hätte man das wahrscheinlich ein bisschen nachvollziehen können, aber die Beiträge sind leider nicht mehr verfügbar. Ja, und ich meine, wenn man dann merkt, okay, das fruchtet auch nicht, die haben auch Giveaways gemacht auf Facebook und so, also Merchandise-Giveaways und so, auch mit solchen Sachen haben sie probiert, nochmal Aufmerksamkeit zu kriegen, aber hat natürlich alles auch nicht wirklich gefruchtet und ja, dann ist halt das Schicksal klar eines Spiels, wenn das alles nichts bringt, dann muss man die Reißleine ziehen und sagen, wieder schauen, reingehauen und ich finde es auf jeden Fall schade, auf jeden Fall, also ich habe da keine Schadenfreude oder so, ich finde es immer schade, wenn ein Flive-Server offline geht, wobei ich halt zugeben muss, in manchen Ländern, ich habe es jetzt oft gesagt, gerade bei den Servern, die schon offline sind, beides offline, alt und neu sozusagen. Und da muss man halt schon sagen,
Du kannst ein Spiel nicht releasen, offline nehmen und dann ein paar Jahre später wiederkommen. Das wird niemals gut ankommen. Also ich meine, das ist wie wenn sie jetzt das deutsche Flive offline nehmen würden und in 2 Jahren sagt Gala, ey Jungs, deutsches Flive habt ihr doch immer geil gefunden, 20 Jahre lang. Wir kommen zurück. Ja, aber du musst natürlich von neu anfangen, bist Level 0 und musst alle deine Items sind weg, musst alles neu spielen. Ja, wahrscheinlich, oder? Also da wäre nicht mal ich dabei, muss ich echt zugeben. Also ich glaube, da wäre nicht mal ich dabei. Und ja, und so war das halt in Japan, in den Philippinen, da hat es überraschenderweise relativ gut funktioniert, bis Flive Universe kam. Was war es noch? Ja, also in vielen Ländern, ich brauche es jetzt nicht nochmal aufzählen, ich habe es ja gerade schon aufgezählt, wo es eben so war. Und ganz ehrlich, das kannst du halt nicht machen. Ich meine, dass das nicht besonders gut ankommt, ist klar. Und deswegen muss man sich wahrscheinlich freuen, dass es überhaupt 3 Jahre funktioniert hat. Ich meine, offensichtlich, wenn etwas 3 Jahre läuft, ja, muss man ja trotzdem dazu sagen, hat es auf jeden Fall Interesse gegeben. Und auch hier weiß man natürlich nicht, wie es weitergegangen wäre, wenn Flive Universe nicht existieren würde. Also das ist halt echt das etwas Bescheidene an der aktuellen Situation vom Flive-Franchise, kann man ja wirklich sagen, dass man sich irgendwo selber die Spieler klaut sozusagen. Und das jetzt wahrscheinlich wirklich nur deswegen passiert ist, weil wenn es kein Flive Universe gäbe, wären wahrscheinlich einige, es gibt einen extra Taiwan-Server für Flive Universe, wären viele von denen wahrscheinlich noch dort gewesen oder geblieben. Aber naja, so ist es halt. Egal, ich schweife ab. Ich wollte euch auf jeden Fall nur die Info hier lassen und sage auf jeden Fall danke vielmals fürs Zuschauen. Es gibt, by the way, auch, ich wollte gerade sagen, aber ich dachte, ich zeige es euch noch, es gibt auch ein offizielles Musikvideo, also das fand ich extrem nice, das habe ich auch erst vor ein paar Monaten entdeckt tatsächlich, Anfang des Jahres, glaube ich. Gibt es ein offizielles Musikvideo für dieses Official Daijin, also für das offizielle Taiwan Flive, für das haben sie extra ein Musikvideo machen lassen. Ist auch richtig gut, also ich finde es richtig gut, ehrlich gesagt. Müsst ihr euch mal anhören, wenn ihr es nicht kennt. Es wird quasi wie ein Flive-Theme-Song. Hört sich an wie ein Anime-Song, wie ein Anime-Opening, ehrlich gesagt. Das Musikvideo ist nicht so gut, muss man sagen. Man merkt, dass die Leute, die die Gameplay-Szenen zu dem Musikvideo erstellt haben, jetzt nicht unbedingt so viel Ahnung von dem Spiel hatten oder jetzt, ja, vielleicht nicht die spannendsten Kämpfe und Szenen sich rausgesucht haben. Aber es ist trotzdem relativ gut und ja, ich habe auch eine Reaction drauf gepostet, die werde ich euch wahrscheinlich hier in die Kommentare oder in die Beschreibung packen. Und ja, könnt ihr euch auf jeden Fall mal anhören. Ist echt nice. Und ja, wie gesagt, Rest in Peace, Taiwan Flive zum 2. Mal und wahrscheinlich auch zum letzten Mal. Zumindest in der Flive PC-Variante. Wie gesagt, Flive Universe hat auch einen Taiwan-Server. Jetzt aber wirklich, danke euch vielmals fürs Zuschauen. Wir sehen uns hoffentlich im nächsten Flive Universe Video wieder. Oder Flive-Video wieder. Schaut auf jeden Fall auch im Livestream vorbei. Tägliche Livestreams auf Twitch. Link dazu in der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, haut's rein und ciao, ciao.